Es gibt schon durchaus Fälle, wo auch über 100-Jährige geschützt sind vor Alzheimer. Wir sind alle genetisch einfach völlig unterschiedlich zusammengesetzt. Und es gibt eben auch viele glückliche Menschen, die Schutzfaktoren haben, genetische Schutzfaktoren, die verhindern, dass die Krankheit im hohen Alter ausbricht. Aber leider gibt es viel, viel mehr Menschen, die diese Schutzfaktoren nicht haben und die eher das Gegenteil haben, die Risikofaktoren haben. Insofern ist die Chance schon sehr, sehr groß, dass man im hohen Alter Alzheimer kriegt. Also mein Name ist Christian Haas. Ich bin hier Professor für Stoffwechselbiochemie und arbeite insgesamt seit 35 Jahren an Alzheimer. Die Alzheimer-Patienten zeigen alle ohne Ausnahme eine Pathologie, wo sich Plaques im Gehirn bilden. Und diese Plaques bestehen aus einem kleinen Eiweiß, nennen wir Amyloid. Und dieses Amyloid wird von uns allen, vor allem von Nervenzellen im Gehirn gebildet. Dieses Amyloid verklumpt mit sich selbst und dafür braucht es Zeit. Und je älter wir werden, umso mehr Zeit ist natürlich vorhanden gewesen und umso schlechter wird auch das Amyloid abgeräumt. Wenn wir alle das Amyloid produzieren, kriegen wir alle Alzheimer irgendwann. Im Prinzip, überspitzt ausgedrückt, durchaus. Aber ganz korrekt ist es natürlich so nicht. Aber ich glaube, dass wir letztendlich den Trigger der Erkrankung wirklich tatsächlich gefunden haben. Die Idee ist, die Plaques im Gehirn abzuräumen oder erst gar nicht entstehen zu lassen. Man macht das momentan, indem man Antikörper impft. Die lagern sich an den Plaques an. Und als Reaktion darauf fangen dann Immunzellen im Gehirn an, diese Plaques wegzufressen. Da gibt es jetzt sehr gute klinische Daten, die zeigen, dass die Krankheit natürlich nicht geheilt wird, aber der Verlauf doch verlangsamt wird. Ich glaube, die Zukunft der Alzheimer-Forschung muss sich massiv fokussieren auf die Therapie, aber eben auch auf weitere zusätzliche Ansätze, weil ich der Meinung bin, einen Antikörper können wir nicht ein Leben lang im Gehirn haben. Also wir können nicht über 10, 20, 30 Jahre mit einem Antikörper behandeln. Das heißt, wir brauchen weitere Ansätze, dass nachdem die Antikörper die Plaques entfernt haben, mit neuen Medikamenten, mit möglichst einfachen Medikamenten, die man als Pille schlucken kann, die Amyloidproduktion niedrig oder gleich auf Null gehalten wird, sodass wir letztendlich das Wiederauslösen der Erkrankung über lange Zeiträume hinweg verhindern können.